Das war auch meine einzige Saison im Fußball, weil ich habe tatsächlich in dieser Saison, ich habe 2 Tore geschossen. Das waren nochmal 2 Eigentore. Heute habe ich ein wunderschönes Sommergericht für euch. Und zwar machen wir Summer Rolls mit einer Heusingensoße. Und mein heutiger Gast ist Sebastian Panek. Grüß dich. Grüß dich, hi. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, im Stadion dich begrüßen zu dürfen. Bist du das sonst auch ganz gerne, oder? Ja, das letzte Mal war ich mit meinem Vater im Stadion und da gab es keine Sommerrollen, sondern Bratwurst und Bier. Aber ja, warum nicht mal was Gesundes? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Sport ist ja auch so dein Ding, ne? Du hast doch selber auch Fußball gespielt. Ja, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, mit 4 oder 5 angefangen und ganz normal hier im Ruhrgebiet auf dem Ascheplatz und quasi durch die harte Schule gegangen. Und dann habe ich auch in der A-Jugend-Bundesliga tatsächlich noch gespielt. Wo war das? Rot-Weiß Aalen seinerzeit. Also Marco Reus und Kevin Großkreuz kennen den Verein, glaube ich, auch ganz gut. Mit Kevin Großkreuz habe ich, glaube ich, sogar noch ein Spiel gemacht. Der ist zwar ein bisschen jünger als ich, aber der war damals auch schon relativ gut und wurde dann so hochgeschrieben für 1, 2 Spiele, als bei uns so ein bisschen Not am Mann war. Und dann war er dann auch mit im Kader. Und ja, das ist natürlich dann krass, wenn man dann sieht, was die Jungs dann für einen Weg gegangen sind. Ne? Das definitiv. Ich würde dich bitten, schon mal anzufangen. Und zwar nimmst du dir die Gurke. Sehr gerne. Und die Schale lassen wir dran. Aber wir schneiden die ungefähr so auf die Länge und machen dann so kleine Stifte davon. Okay. Nebenbei mache ich schon mal für unsere Summer Rolls die Heusingensoße. Guck mal, das habe ich schon geschafft. Ja, perfekt. Dasselbe machen wir jetzt mit der Paprika. Ja. Die machst du auch in dieselben Streifen, weil dann können wir die gleich wunderbar einrollen. In der Zeit haben wir die Heusingensoße angesetzt. Und zwar haben wir Sojasauce da drin, wir haben Ingwer da drin, Chili, ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Thymian. Und das lassen wir jetzt einmal aufkochen, damit die Gewürze richtig ihre Kraft entfalten. Das wird dann noch mal mit ein bisschen Honig verfeinert und dann können wir wunderbar unsere Summer Rolls darin dippen. Ich habe nebenbei die Shiitake-Pilze geschnitten und die werden wir jetzt in der Pfanne mit Olivenöl anbraten. Kochst du zu Hause auch? Ich koche gerne, muss ich sagen. Ja. Für mich alleine nicht, aber ich koche gerne für andere. Also ich sag dann auch schon mal der Schwiegermutter, du pass mal auf, Sonntag komm mal gerne vorbei, ich mache Klöße. Ne? Ach. Dafür schneidest du mir dann ja auch die Haare. So. Ja, okay, das ist natürlich ein guter Deal, aber Ja. also, Der muss aber schmecken, weil Ja. ansonsten sieht es halt schlecht aus. Ne? aber Klöße ist ja schon auch so eine Königsdisziplin, ne? Also ich muss dir Ja. ganz ehrlich gestehen, Klöße mache ich nicht. Also ich habe Klöße ein paar Mal, also meine Oma, die hat die weltbesten Klöße gemacht, für mich zumindest. Und ich habe die damals immer gefragt, wie macht man die? Und dann hat sie mir mal erzählt, ja, dann musst du die Schüssel nehmen, dann kochst du die Kartoffeln, dann nimmst du da so ein Tortenstück raus, das machst du mit Mehl, dann kommt da ein Ei und dann passt das. Ich dachte, ja, was ist das für ein Rezept? Ne? Okay, habe ich das ausprobiert, erste Mal, habe ich die Klöße ins Wasser gegeben, Kartoffelsuppe, ne? Hat sich alles auseinandergefallen. Nochmal probiert, hatte ich Tennisbälle. Und dann habe ich gesagt, so, nee, also ich mache keine Klöße mehr, das kann ich ihr nicht antun. Dreht die sich im Grab um, wenn die sieht, was ich da für Klöße mache. Ne? Und ich finde sie wirklich, gute Klöße zu machen, finde ich echt, das ist eine Herausforderung. Also ob meine gut sind, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube also schon, dass die gut sind. Wenn die Schwiegermutter schon die isst, ne, dann kann das ja nicht schlecht sein. Die Haare hat sie mir danach geschnitten und das ging. Also ich glaube, wenn sie nicht geschmeckt hätten, dann, also das ist ein schmaler Grat, ne? Also wenn, Da hast du recht. wenn sie nicht geschmeckt hätten, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich eine Glatze gehabt oder was. Ne? Das Dann kann hätte sie wahrscheinlich passieren, den ne? Rasierer anders eingestellt. Den halbieren, die äußeren Genau. Blätter abmachen und Ja. dann schneiden wir den so ein bisschen dünner in so schöne Chiffonade, in so Streifen runter. Okay. Ich habe hier in der Pfanne die Shiitake-Pilze drin, die habe ich in Olivenöl angebraten. Und jetzt, wo die so langsam ihre Farbe nehmen, gebe ich da noch ein bisschen weißen Sesam zu, dann röstet der noch so schön mit. Und dann löschen wir das ganz kurz mit ein bisschen Sojasauce ab. Dann brauchen wir die gar nicht mit Salz würzen, sondern nur mit ein bisschen Pfeffer. So, wir haben unseren Sud jetzt. Den gießen wir jetzt ab. Und zwar durch ein Sieb, Ja. damit wir die Kräuter da wieder raus haben, damit wir da auch ganz entspannt drin dippen können. Für den BVB kochen. Wie lange machst du das jetzt schon? Bin jetzt in der 6. Saison. Ja. Und fühlt man sich dann auch für den Erfolg der Mannschaft mitverantwortlich? Kommt man dann nach Hause nach einem gewonnenen Spiel und denkt sich, ja, habe ich gut gemacht? Ja, Oder? ich sag mal, man fiebert noch mal ganz anders mit. Ne? Ja.
Das ist dann schon auch nochmal extremer. Also dass man auch komplett niedergeschlagen ist und halt auch komplett durchdreht. Also die krasseste Erfahrung für mich war tatsächlich, als wir den DFB-Pokal gewonnen haben. Und mit auf diesem Corso zu stehen, um den Borsigplatz, ich habe, weiß ich nicht, Traum, ne? drei Wochen gebraucht, bis ich wieder klar denken konnte. Ja, also wenn du das so, da krieg ich jetzt schon Gänsehaut, wenn du das erzählst. In diese Menge zu gucken, wie die Leute gefeiert haben, wie man selber gefeiert hat, wie alle durchgedreht sind. Unfassbar. Ja. Jetzt nehmen wir die Reisblätter, die wir für die Summer Rolls brauchen, und die werden nur in Wasser eingeweicht, bis die ein bisschen weich werden, und dann können wir die direkt rollen. Was wir auch noch Schönes haben, und zwar finde ich es immer ganz spannend, gerade in den Summer Rolls, wenn man einfach mal so ein Blatt Minze mit reinmacht. Oder ein bisschen Koriander. Aha. Koriander muss man mögen. Bist du Team Koriander oder geh mir weg? Geh mir eher weg. Ja. Also die kriegt meine Frau dann wahrscheinlich. Die Summer Rolls, die kann man füllen, wie man möchte. Da kann man wirklich alles reinpacken. Wir haben jetzt unsere Auswahl hier gemacht, unsere Range. Und so macht man jede Rolle auch anders. Also wir packen nicht bei jeder Rolle alles rein, sondern wir nehmen immer das, wo wir gerade Lust drauf haben, machen das rein, gucken auch, dass die nicht zu Riesenhaufen sind, weil dann kriegt man die hinterher nicht mehr zugerollt. Ja, beim Belegen, da bin ich eigentlich immer so, da meine ich es auch immer zu gut. So, wenn ich einen Wrap mache, ja. Katastrophe. Ja? Ja, ja. Gerade wenn ich Hunger habe und einen Wrap mache, ist eine absolute Katastrophe. Dann ist er viel zu voll und dann kriege ich den vorne und hinten nicht mehr zu. Unten trieft alles raus und am Ende esse ich den mit Messer und Gabel. Ja, ist auch nicht schlecht. Ich habe das tatsächlich mal, ich habe mit Gio Reyna zusammen, habe ich Wraps gemacht hier. Und dann haben wir auch die schönen Wraps gebacken in so einer kleinen Pfanne, die sahen super cool aus. Ne? Und dann hatten wir uns da so ein Chicken zugemacht, so ein Chicken Tikka und den Salat und Dings und fingen an. Und dann waren wir beide so gierig, dass wir uns die Dinger so zugefahren, dass wir hinterher wie so ein Fladenbrot hatten und dann da so gesessen hatten alles voll Joghurtsoße. War auch echt eine legendäre Geschichte. Hast du denn mal Fußball gespielt früher? Ich bin eine Krücke. Ich hatte tatsächlich eine einzige Saison, habe ich mal gespielt, C-Jugend damals. Und wir waren so erfolglos, das gibt es überhaupt gar nicht. Ne? Also das war auch, glaube ich, die schlimmste Saison in diesem Verein. Und okay. Das war auch meine einzige Saison im Fußball, weil ich habe tatsächlich in dieser Saison, ich habe 2 Tore geschossen. Das waren nochmal 2 Eigentore. Ich habe beides Mal, war das eine Ecke, das ist unfassbar. Ich wollte den Ball von der Ecke retten und habe den so auf Volley genommen, ne, dass der so in den Knick ging, da wusste nicht mehr unser Torwart, wo oben und unten ist. Ja. Wahnsinn. Also, nee, ich bleib lieber beim Kochen. Beim Sport ist es so, du musst dich ja irgendwie immer motivieren können. Das ist natürlich gut, wenn du grundsätzlich schon ein sehr ehrgeiziger Mensch bist. Aber wie ist das beim Kochen? Kann man sich da noch weiter pushen? Du musst dich halt immer wieder hinterfragen. Das war früher, ich habe ja auch im 3-Sterne-Restaurant gearbeitet damals in Düsseldorf. Und das ist halt krass, weil du kommst halt jeden Tag dahin und dann heißt es jeden Tag aufs Neue so, ist es gut genug? Ja. Bei jedem Teller, den du anrichtest, denkst du dir, sind das 3 Sterne? Ist das 3 Sterne wert? Das ist so ein immenser Druck, das ist echt, da brauchst du dich selber gar nicht mehr motivieren, weil da ist der komplette Laden, alle sind da so drauf, ne, weil dieser Druck, einen Stern zu verlieren. Ne? Aber geht dadurch nicht ein bisschen Kreativität verloren, wenn man sich so unter Druck fühlt beim Kochen? Macht das da noch so einen Spaß? Spaß auf jeden Fall, Ja? weil gerade in der Gastronomie oder im Restaurant, in der Küche, umso mehr das knallt, ne? Umso mehr bist du drin in diesem Tunnel. Du bist wie im Tunnel. Das ist so, wie wenn du so ein Spiel hast, wo du nach 2 Minuten ein Tor schießt und dann noch eins und dann noch eins und dann ist 3-0 und dann gehst du immer weiter drauf gefühlt, ne, und hast dann so Ergebnisse wie 6-1 oder sonst irgendwas, ne, wo so total utopisch, wo du denkst, was ist denn heute los? Aber dann bist du so drin in diesem Ding und das ist schon echt crazy. So, jetzt machen wir mal einen richtigen hier. So, okay. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal, oder? Ja, sehr gerne. Welche möchtest du? Oder möchtest du die? Ich nehme natürlich eine von dir. Und dann nehme ich aber eine von dir. So. Die ist aber auch halb von dir. Eigentlich hättest du die nehmen müssen. Ja, jetzt ist zu spät, jetzt habe ich Soße drauf. Ich würde sagen, die kann man so essen, da braucht man kein Besteck für, oder? Ja, auf jeden Fall. Lass dir schmecken. Danke dir.
Das Schöne daran ist ja, wenn du das mit mehreren machst, ne? Da ist ja jeder selbst verantwortlich, wie es schmeckt. Ne? Aber nein, ich finde Summer Rolls sind immer wieder ein Gedicht. Ist richtig cool und eigentlich auch super einfach Mega. zu machen. Richtig cool. Sebastian, cool, dass du da warst. Danke, dass ich Vielen, hier sein vielen durfte. Dank. Und euch viel Spaß beim Nachkochen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.